Hello people, mein Name ist Sandro Cazzato, ich lebe in Zürich in der Schweiz. Heute habe ich entschieden, meinen ersten deutschen Podcast aufzunehmen. Diejenigen, die mich schon kennen, wissen, dass ich bereits einen englischen Podcast aufgenommen habe, der hieß New Moon. Ich habe heute entschieden, aus der Anonymität rauszugehen und euch zu offenbaren, mit welchem Vehikel ich gerade unterwegs zum Mond bin. Deswegen ist das die erste Episode von Mit Network Marketing to the Moon. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and liftoff. Bist auch du manchmal orientierungslos und weißt nicht, wohin die Reise gehen soll? So ging es mir vor circa 3 Jahren. Und in dieser Episode werde ich dir erklären, wie ich den Weg zurück zu mir gefunden habe und wie ich heute eine sehr klare Vision entwickeln konnte. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir gehen direkt in meine Story rein. Mein beruflicher Werdegang startet mit der Berufslehre des Informatikers. Ich habe diese Berufslehre als einer der ersten Studiengänger überhaupt hier in der Schweiz machen können, im weiten 1999. Heute bin ich 39 Jahre alt. Und zu diesem Zeitpunkt war ich absolut überzeugt, dass ich mit diesem Step die Weiche für eine große Karriere in meinem Leben gestellt hatte. Und vor allem war ich sicher, dass das der Beruf gewesen wäre, den ich bis zur Pension ausgeübt hätte. Es hat auch alles den Anschein gegeben, dass ich mich tatsächlich richtig entschieden hatte, denn ich habe meine Berufslehre abgeschlossen. Ich habe mich entschieden, dann ein Studium zum Bachelor durchzuführen, und zwar in Richtung Wirtschaftsinformatik. Und schon in meinen jungen Jahren begann ich mit der Selbstständigkeit. Als 24-jähriger Studienabgänger habe ich mich entschieden, im IT-Consulting, also als IT-Berater, meine Dienste an Banken und Versicherungen zu bieten, bis ich irgendwann mal verstanden habe, dass ich nicht alles nur von meiner Zeit abhängig machen wollte, sondern ich hatte die Möglichkeit, wirklich mein Business zu skalieren. Ich bin eine Partnerschaft eingegangen mit einem sehr guten Freund von mir und zusammen haben wir die Firma, wo wir anfänglich als Juniorberater dabei waren, sehr groß gemacht, indem wir Projekte akquiriert haben und vielen Professionals, vielen Informatikern die Möglichkeit gegeben haben, über uns bei unseren Kunden zu arbeiten. Wie ihr euch ausdenken könnt, hat das natürlich sehr gut funktioniert. Aus einem finanziellen Aspekt ist alles wirklich sehr gut gelaufen. Ich habe mir dadurch auch sehr vieles in meinem Leben ermöglichen können. Ich habe wirklich ein sehr schönes Leben geführt. Ich habe nie übertrieben, nie im Übermaß, nie im Überfluss. Das ist eine Eigenschaft von mir. Ich bin jemand, der weiß, wie man das Leben genießen kann, ohne Exzesse auszuüben und ohne zu übertreiben. Und das ist heute noch ein Wert, der mir sehr wichtig ist und den ich weiterhin pflege. Was ist passiert? Denn heute denkst du wahrscheinlich, Sandro, du hast ein glückliches und erfülltes Leben geführt. In diesem jungen Alter hast du angeblich schon gewusst, beziehungsweise den Code schon geknackt gehabt und gewusst, wie man auch finanziell frei und unabhängig wird. Das war genau mein Problem. Ich habe nur für Geld gearbeitet. Ich hatte nie wirklich eine klare Vision gegenüber meines Businesses. Ich hatte nie den klaren Weg, sprich die Mission, die ich gehen möchte, um das zu erreichen. Und wie hat sich das ausgewirkt? Ich war lustlos in meinem Alltag. Ich habe das Feuer, ich habe diese Leidenschaft für mein Business verloren. Alles, was von außen aus so kontrolliert, so perfekt aussah, habe ich in mir als bald chronische Unzufriedenheit verspürt.
Das hat sich auf sehr viele Lebensbereiche ausgewirkt, denn wir Menschen sind so. Statt dass wir uns selbst in Frage stellen, beginnen wir zuerst alle um uns herum in Frage zu stellen. Es ist immer schwierig, den Fehler bei sich selbst zu entdecken. Man ist leichter, wenn man ja den Finger auf jemanden zeigen kann. Und ich bin wirklich froh, dass im Jahr 2020 ich die Corona-Pandemie genutzt habe, um intelligente Fragen zu stellen, und die habe ich mir selbst gestellt. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass dieses Business, dieses Umfeld nicht das ist, was ich weiter so führen wollte. Und deswegen möchte ich dich auch dazu ein bisschen animieren und anspornen, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter, wenn du das Feuer nicht mehr spürst, wenn du die Leidenschaft nicht mehr spürst, lerne einfach die richtigen Fragen zu stellen. Unser Körper, unser Brain, unser Herz, das ist eine perfekte Maschine, die uns dazu dient, dass wir tatsächlich wissen, wie wir die Antworten auf diese Fragen erzeugen können. Es ist schon in uns, es muss durch die richtigen Fragen hervorgehoben werden. Und ich kann euch garantieren, sehr viele befinden sich heute genau am Punkt, wo ich heute bin. Und damit spreche ich nicht Angestellte an, damit spreche ich auch sehr gut verdienende Unternehmer an, die ihren Weg gegangen sind, aber nach einigen Jahren merken, hey, ich bin so in diesem Trichter meines Businesses absorbiert, aber es bereitet mir gar keine Freude mehr. Ich sehe den Sinn gar nicht mehr, damit weiterzumachen. Und ich kann euch eines sagen, alle sprechen von dieser Komfortzone. Das ist übrigens ein Wort, welches ich nicht oft nutze und ein Wort, welches ich langsam auch nicht mehr so hören mag. Aber ich war erst gerade wieder an einem sehr spannenden Seminar, wo es um Persönlichkeitsentwicklung ging, und ich habe ein Wort gehört, denn alle sprechen hier immer vom Verlassen der Komfortzone. Und ich habe heute das Wort expandieren oder erweitern gehört. Das heißt, es bedeutet nicht, dass du jetzt die letzten 5, 10, 15 Jahre deines Lebens einfach vergessen musst und von Neuem starten musst, sondern nutze das, was du schon hast, nutze das, was du schon beherrschst, als Basis und erweitere es mit dem, was dein Feuer wieder entfachen kann. Erweitere es mit dem, was wieder Leidenschaft in deinen Alltag reinbringt. Denn ich kann euch garantieren, ich führe heute ein sehr erfülltes Leben. Ich fühle, wie ich heute 100% in meinem Element ist. Und das bedeutet nicht, dass ich alles zurückgelassen habe, was ich gelernt habe in Sachen Unternehmertum, was ich gelernt habe in Sachen Menschenführung, was ich gelernt habe in Sachen, wie ich Prozesse designe, wie ich Prozesse dokumentiere. Im Gegenteil, ich habe alles das genutzt, um das zu erreichen, was wir heute erreicht haben. Aber gehen wir zurück zu dem, was ich euch gesagt hatte, zum Zeitpunkt, wo ich für mich selbst entschieden hatte, dass ich nicht mehr dieses IT-Business in der Finanzindustrie in dieser Form weiterführen wollte. Es gab ein Problem. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Idee, keinen Plan, sprich keine konkrete Alternativen oder Optionen oder Wege, die ich hätte einschlagen können. Und eines Tages, aus dem Nichts, wird mir eine Möglichkeit unterbreitet. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, die Art und Weise, wie mir diese Möglichkeit unterbreitet wurde, war nicht so exemplarisch, also nicht so vorbildlich. Und damit ein weiterer Hint, den ich dir geben möchte: Eine Person, die sich gerade im richtigen Zustand befindet und ready ist, um Informationen zu bekommen, so einer Person kannst du gar nicht die Informationen falsch vermitteln. Denn diese Person wird so durstig und hungrig sein von dem, was du ihr gerade sagst, dass sie die Informationen aufnehmen und
verarbeiten wird. An dieser Stelle hatte mir diese Dame, die mir diese Opportunity unterbreitet hat, ohne es zu wissen, ein Samen eingepflanzt. Und obwohl eingestanden, ich sie am Anfang gesnappt habe, weil ich nichts von diesem Business hielt, weil ich auch relativ skeptisch war, weil ich in der Vergangenheit eine negative Erfahrung mit diesem Business gemacht habe, habe ich entschieden, als ich dann diese Produkte, die ich bei ihr eingekauft hatte, bekommen habe, habe ich entschieden, in eine sogenannte Analysephase rüberzugehen. Ich bin ein sehr analytischer Typ. Wenn ich Informationen habe, versuche ich, diese Informationen zu verarbeiten, um weitere Informationen rauszubekommen. Und ich habe an diesem Tag entschieden, dass ich dieses Business zu mein nächstes Business hätte machen wollen. Es gab aber ein Problem. Ich hatte keine Ahnung von der Materie. Ich kam aus einer komplett anderen Welt, aber das größte Problem war mein Kopf. Ich bin ein sehr kopfgetriebener Mensch und mein Kopf sagte mir: Sandro, willst du ein Business aufgeben, welches dir über die Jahre mehrere Millionen Umsatz erbracht hat? Sandro, willst du deinen Status als CEO, Firmeninhaber aufgeben, um dich in irgendwas reinzustürzen, was du heute nicht kennst, wo du keine Sicherheit darin finden kannst, aber vor allem, wo du keine Ahnung von dem hast, was du überhaupt vorfinden wirst? Das waren diese Fragen, die ich eigentlich nie hätte hören wollen, denn ich erlebte in diesem Moment etwas, was ich sehr selten in meinem Leben erlebt habe. Das waren Fragen, die ich eigentlich nie hätte hören wollen, weil in diesem Moment ist dann etwas geschehen, was sehr selten bisher vorkam in meinem Leben, und zwar, dass ich aus dem Bauch raus entschieden habe. Ich habe gespürt, wie gerade mein Kopf Nein sagt und mein Herz hingegen wirklich mich gepusht hat, diesen Entscheid zu fällen. In dem Moment kam ich auch in einem Status von Euphorie. Ich habe wirklich daran geglaubt, ich war felsenfest überzeugt, dass dieses Business der Weg raus aus meiner Unzufriedenheit war. Aber vor allem hatte ich natürlich mit meiner ganzen Analyse, die ich gemacht habe, herausgefunden, dass dieses neue Business sogar lukrativer und interessanter als das andere Business hätte sein können, welches ich mir über 15 Jahre lang hart erarbeitet habe. Wir sprechen von einer Firma, die jährlich mehrere Millionen an Umsatz gefahren ist. Wir sprechen von einem Unternehmer, welches zu Spitzenzeiten über 80 Angestellte hat, und von einem Unternehmen, wo die besten Kunden bekannte Schweizer Banken und Versicherungen gewesen sind. Also wie ihr verstehen könnt, Tag zu Nacht. Und trotzdem habe ich diesen Step gewagt, aus dem einfachen Aspekt, weil diese zwei sehr wichtigen Dinge gegeben waren. Eine sehr, ich will nicht sagen übertriebene, aber eine sehr interessante Businessmöglichkeit vom finanziellen Aspekt, aber mein Herz hat mich vor allem dazu gepusht, diesen Step zu wagen. Und mit meiner ganzen Energie, mit meiner ganzen Motivation und Euphorie, die ich aufgebracht habe, habe ich meinen Businesspartner angerufen und mir erhofft, dass er mein erster neuer Businesspartner in diesem neuen Business gewesen wäre. Und da habe ich mein erstes großes, fettes Nein kassiert. Und es war nicht ein normales Nein, es kam von einer Person, mit der ich 15 Jahre lang zusammengearbeitet habe, eine Person, die mich sehr gut kennt. Es blieb nicht beim Nein, sondern es war ein Nein, und glaub mir, du willst das auch nicht. Ich muss euch eingestehen,
wäre ich zu diesem Zeitpunkt nicht schon sehr, sehr, sehr überzeugt gewesen, dass ich in diesem Business gelingen würde, hätte ich wahrscheinlich meine Meinung revidiert, mir kurz gesagt, Sandro, was hast du dir bloß dabei gedacht? Und ich hätte wahrscheinlich aufgegeben, noch bevor ich gestartet hätte. Aber nochmals, dieses Gefühl, was in mir war zu diesem Zeitpunkt, hat mir nicht erlaubt, auf dieses Nein zu hören. Und an dieser Stelle will ich euch auch sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, ob du Unternehmer bist, ob du Studienabgänger bist, ob du gerade eine Frau bist, die Mutter ist und die gerade wieder nach einem Sinn im Leben sucht, weil sie das Gefühl hat, dass sie jetzt einfach nur Mutter ist für die nächsten 20, 30 Jahre. Es spielt überhaupt keine Rolle, was deine Ausgangslage ist. Was die Rolle spielt, ist, wie du dich dabei fühlst, wenn du diesen Entscheid triffst. Und manchmal muss man auf sein Herz hören. Heute kann ich sagen, dass ich mich entschieden habe, zu tun, was ich liebe. Und man merkt es einfach, wenn man morgens aufsteht, mit Energie geladen ist, motiviert und weiß schon, wie der Tag aussehen wird, weil man es mit Herz und mit Leidenschaft ausführen wird. Das ist ein Level von Zufriedenheit, das kann man in Worte wirklich nicht fassen. Ich bin also in diesem Business gestartet und ich habe euch gesagt, es gab 2 Probleme. Das erste Problem war, ich habe gegen meinen Kopf ankämpfen müssen. Das zweite Problem war, ich habe mir eingestehen müssen, dass ich nichts über dieses Business weiß. Und somit habe ich das getan, was ich immer tue, wenn ich mich einer neuen Challenge stellen möchte, egal ob es im sportlichen Bereich ist, im Hobbybereich, hier ist es im Businessbereich. Ich habe mir 2 Bücher geholt und diese Bücher waren das Buch GoPro von Eric Worre. Eric Worre ist der bekannteste und beste Network Marketing Coach, den es heute gibt. Und das andere Buch war die 45 Sekunden Präsentation von Don Failla. An dieser Stelle erübrigt sich, glaube ich, zu erwähnen, dass das Business, für welches ich mich entschieden habe, Network Marketing ist. Im Buch GoPro habe ich gelesen, dass der einzige Weg, um Network Marketing erfolgreich auszuüben, derjenige ist, es professionell zu machen. Das Buch, die 45 Sekunden Präsentation von Don Failla, hat mir gezeigt, wie ich mit System und schnell mit einer gewissen Strategie eine große Organisation aufbauen konnte. Und genau das war mein Ziel. Network Marketing ist heute die etwa missverstandenste Branche, die es gibt. Aber gleichzeitig ist es die einzige Branche, die es normalen, durchschnittlichen Menschen ermöglicht, überdurchschnittliche Resultate zu erreichen. Und in diesen 2,5 Jahren habe ich on top von dem verstanden, dass entscheidend über deinen Erfolg oder Misserfolg im Network Marketing die Professionalität ist, die du an den Tag legst, beziehungsweise die du bereit bist, dir anzueignen, wenn du noch wenig Ahnung von der Materie hast. Mein Team und ich geben heute sehr vielen Menschen die Möglichkeit, sich dieses Wissen anzueignen. Wir haben Systeme und Strategien entwickelt, um Personen durch den ganzen Prozess zu führen, zu coachen und um ihnen beizubringen, wie sie Network Marketing professionell ausführen können. Auf dieser Reise haben wir Werte definiert, für die wir stehen. Diese Werte nehmen wir mit und diesen Werten bleiben wir treu während der ganzen Reise, egal wie unsere Resultate sind, egal wie erfolgreich wir damit sind. Und
egal wohin diese Reise uns führen wird. Auch wenn wir den Mond erreichen werden, werden wir uns auch immer noch daran erinnern, was unsere Werte sind. Und wir werden immer darauf stolz sein, dass wir diesen Werten treu geblieben sind. Deswegen an dieser Stelle möchte ich entscheidend sagen, Network Marketing ist nur eine andere Art von Unternehmertum. Ich komme vom traditionellen Business. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, wirklich diese zwei Businessformen zu vergleichen. Es gibt kein besseres und kein schlechteres. Network Marketing hat jedoch viele Vorteile. Es ermöglicht dir, ein Business zu starten mit einem sehr tiefen Investment gegenüber dem, was du damit rausholen kannst. Eine Message an alle Unternehmer da draußen: Es ermöglicht dir, ein Business zu starten, ohne eine Buchhaltungsabteilung zu haben, ohne eine HR-Abteilung zu haben, ohne die üblichen Posten zu haben, die jeder Unternehmer kennt, die meistens auch sehr viele Kopfschmerzen bereiten und mit denen du dich gar nicht befassen möchtest. Das heißt, es ermöglicht dir, dass du fokussiert an die Entwicklung von deinem Business arbeiten kannst. Das war für mich die Entscheidung, wieso für mich Network Marketing heute die beste und smarteste Art ist, um ein Unternehmen aufzubauen. Es bietet hier auch die Möglichkeit, das Business bis ins Unendliche zu skalieren, wenn du das willst. Aber vor allem hast du die Möglichkeit, dir ein internationales Business aufzubauen, denn im Network Marketing gibt es keine Grenzen. Hinzu kommt, dass wir alle die aktuelle Lage kennen, wie die Wirtschaft dreht, wie die Welt gerade dreht, Rezession, Inflation. Das sind Ausdrücke, die wir alle hören, mit denen wir teilweise auch um uns herumschlagen, ohne zu wirklich wissen, was das gerade bedeutet. Network Marketing wird nicht umsonst von sehr erfolgreichen Business Coaches und Schriftstellern als Business des 21. Jahrhunderts definiert. Es ist ein Business, welches in Richtung Dezentralisierung geht, denn es spielt überhaupt keine Rolle, wo du gerade sitzt. Die Power liegt bei den einzelnen Distributoren, die überall auf der Welt dezentralisiert verteilt sein können. Und somit schreckt uns keine nächste Pandemie ab, es schreckt keine nächste Wirtschaftskrise ab, es schreckt uns kein nächster Krieg ab, denn wir haben das in den letzten 2,5 Jahren wirklich alles schon erlebt und unser Business hat während dieser Phase keinen Rückschritt erlebt, sondern es hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen diese Businessmöglichkeit überhaupt in Betracht ziehen. Dinge werden immer teurer, Geld verliert an Wert. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob du es aus Kostenspargründen tust, weil du dir deinen aktuellen Lohn aufrunden möchtest, tust, oder weil du es wirklich als unglaubliche Businessmöglichkeit siehst. Network Marketing kann auch für dich eine Möglichkeit sein. Ich lade dich dazu ein, dass du es einfach nüchtern anschaust, dass du alle Vorurteile mal ablegst und dass du dich bereit erklärst, um hinter die Kulissen zu schauen. Diese Journey, die du mit mir gehen wirst durch meinen Podcast, wird dich aufklären, wird dir Transparenz geben, aber wird dir vor allem zeigen, ob das eventuell auch etwas für dich sein kann, beziehungsweise wieso du keine grundlose Skepsis gegenüber von dieser Businessform haben möchtest. Im nächsten Podcast, in der 2. Folge, werde ich dir also erklären, wie du verstehen kannst, ob und welche Bedürfnisse bei dir gerade nicht gestillt sind, so wie es bei mir war, und was du tun kannst, um aus so einer Situation
rauszukommen. Unabhängig, ob es im Business ist, ob es im Leben ist und unabhängig von allen anderen Lebensbereichen, die überhaupt einen Einfluss darauf haben. Ich danke dir, dass du dabei warst. Du kannst mir gerne auf YouTube einen Subscribe klicken und auch die Glocke aktivieren, damit du keine Folge meines Podcasts verpassen wirst in Zukunft. Wenn es dir gefallen hat, würde es mir natürlich freuen, wenn du das Wort entsprechend spreaden würdest. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.